unglaublich Ergebnis. Schauen Sie sich das an. Hallo liebe Freunde, heute werde ich eine Handelsstrategie für IQ Option vorstellen. Wir werden alle Grundlagen der technischen Analyse klären und ich werde zeigen, wie ich mit modernen Methoden der technischen Analyse handle und meine ganze Erfahrung in die Praxis umsetze. Ich erkläre jeden meiner Deals, deshalb empfehle ich Ihnen, sich das Video bis zum Ende anzusehen, denn es wird viele nützliche, hilfreiche Informationen geben. Für den Anfang eröffnen wir ein Geschäft, um zu steigen. Wenn er verliert, decken wir ihn mit dem nächsten ab. Die Situation ist bisher unklar. Das Geschäft verliert, also eröffnen wir ein neues $400 Geschäft für steigende Kurse und warten auf das Ergebnis. Schalten wir zurück zu einem einminütigen Zeitrahmen und sehen wir uns an, warum ich mich entschieden habe, hier ein Geschäft für steigende Kurse zu eröffnen. Einige von Ihnen haben es bereits erraten. Es handelt sich um ein wichtiges Unterstützungsniveau, das ich mit einer horizontalen Linie eingezeichnet habe. Wir sollten von diesem Niveau aus eine Art Reaktion erhalten. So sieht es aus. Eine kleine Reaktion findet statt. Also die erste Serie von Geschäften schließt mit Gewinn ab. Wir erhalten $352, wovon $200 den vorherigen Verlust abdecken und die restlichen $152 sind unser Nettogewinn. Ich denke, dass wir mit dieser Situation fertig sind, da der Markt bereits von diesem Niveau gesprungen ist. Lassen Sie uns das noch einmal durchsprechen. Genau hier gibt es eine Unterstützungszone, die wir auf der Grundlage eines Reversals markiert haben. Umkehr. Die Grafik ist nach einer Abwärtsbewegung von dieser Zone nach oben gesprungen. Das gleiche passiert jetzt. Wenn wir ein wenig heranzoomen, sehen wir diese schöne rote Kerze, die den meisten von Ihnen bekannt ist. Es ist eine Kerze des Gleichgewichts, eine Doji-Kerze. Sie hat einen kleinen Körper und einen großen Schatten. Der Schatten ist nach unten gerichtet, was bedeutet, dass es eine starke Bewegung von Käufern gab, die die Abwärtsbewegung bekämpfte, die zuvor stattfand. Früher war die Kerze größer, aber dann kamen die Käufer und machten die Kerze kleiner. Und natürlich sehen wir nach dieser Kerze eine riesige grüne Kerze, die uns Gewinne bescherte. Ich hoffe, es ist klar. Weiter geht's. Hier möchte ich ein Geschäft zum Absenken eröffnen. Ich bin mir nicht sicher, ob eine Minute ausreicht, um das Geschäft mit Gewinn abzuschließen. Aber sehen Sie, es gibt ein sehr gutes Niveau mit mehreren Reaktionen darauf. Eine weitere Umkehrung ist in dieser Zone also sehr gut möglich. Genau hier gab es 3 Reaktionen und jetzt warten wir auf die 4. Wir gehen davon aus, dass der Markt von diesem Niveau aus eine Umkehr vollziehen wird, sodass die $200 Marktsenkung vorgesehen ist. Eine Minute könnte nicht ausreichen, um das Geschäft mit Gewinn abzuschließen. In diesem Fall werden wir die Deckung nutzen. Wir erhöhen den Wert des Geschäfts auf $400 und handeln weiter auf Senkung. Noch ein paar Sekunden bis zum Abschluss des Ziels. Ich hoffe, es läuft alles nach Plan. Es war ziemlich riskant, aber wir bekommen den Gewinn von $176. Ich erinnere Sie daran, dass wir die Analyse auf eine Minute Kerze Zeit haben, weil mein Geschäft der Ablaufzeit ist derzeit die minimale um eine Minute. Eine Minute ist die beste Einstellung für eine genaue Analyse und Handeln, vor allem für Anfänger. Eröffnen wir hier einen Deal für einen Anstieg. Lassen Sie uns diese Situation im Detail klären. Sehen Sie, es gab ein Niveau, das durch die 3 Umkehrungen und einen Durchbruch getestet wurde. Die Bewegung ist steigend. Es gibt auch ein kleines Widerstandsniveau. Hier
Ich hoffe, dass wir uns im Moment darauf zu bewegen und da das Niveau nach oben erreicht werden muss und der Trend noch einige Zeit bis zu seinem Maximum ansteigen muss, eröffne ich ein Geschäft für einen Anstieg. Der Markt muss auf dieses Niveau kommen, es testet und dann weitergehen. Ich hoffe, das ist klar. Warten wir. Wir bekommen eine unangenehme Korrektur, also öffne ich ein weiteres Geschäft auf steigende Kurse, aber diesmal mit $400. Auf diese Weise werden wir den verlorenen Deal ausgleichen und immer noch extra verdienen. Im Grunde können wir sogar mit einer Gewinnquote von weniger als 50% Geld verdienen, weil wir nur ein Geschäft aus einer Serie von Geschäften brauchen, um mit Gewinn abzuschließen. Selbst wenn dieses Geschäft verloren geht, habe ich immer noch genug Einlagen, um drittes und viertes Geschäft zu decken zu eröffnen. 3, 4 verlorene Geschäfte in Folge sind bei einer zuverlässigen Strategie ein sehr seltenes Ereignis. Und wir kommen zum dritten Schritt. Die Grafik will nicht mit dem Trend gehen. Wir öffnen das dritte Geschäft. Es hat eine sehr hohe Chance, uns endlich einen Gewinn zu bescheren. Wir können die Situation auf einem 5-Sekunden-Zeitraum analysieren. Auch hier ist es einfach. Es gibt eine diagonale Stufe, von der aus wir Reaktionen erhalten können. Ich warte also darauf, die steigende Bewegung bald wieder aufgenommen wird, selbst wenn wir wieder verlieren. Wir werden die vierte eröffnen, keine Sorge. Ich warte nicht, bis das dritte Geschäft abgeschlossen ist und öffne das vierte. Dieses Mal muss die Grafik von Niveau aus umkehren und ansteigen. Das Niveau erscheint auch in der M1-Grafik. Die Grafik muss sich also auf jeden Fall von ihm abwenden. Warten wir das Ergebnis ab. Es sind nur noch 30 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Wie ich schon sagte, die globale Tendenz ist steigend. Wir erhalten den Gewinn von $1.400. 800 plus 400 plus $200 ist der Betrag der vorherigen Verluste. Wir haben kaum etwas aus dieser Serie verdient, nur $8 eröffnen wir das letzte Geschäft in einer zuversichtlichen Situation und fassen wir zusammen. Hier ist eine gute Gelegenheit, ein Geschäft für einen Anstieg zu eröffnen. Es gibt ein sehr starkes Unterstützungsniveau und mehrere Umkehrpunkte. Markieren wir sie alle. Das ist das Unterstützungsniveau. Hier sind die beiden Umkehrpunkte und eine schöne Reaktion genau hier. Wir befinden uns jetzt auch in einer solchen Preisbahn mit einer Reihe von Reaktionen in dieser Grafik. Dementsprechend eröffne ich ein Geschäft für einen Anstieg. Selbst wenn man genauer hinsieht, gibt es ziemlich viele Reaktionen von diesem Niveau aus. Wenn die Kerze unterhalb dieses Niveaus schließt, bedeutet das, dass ein Durchbruch stattgefunden hat und wir werden weiter handeln, um das Geschäft zu decken, aber auffallend. Ein paar Sekunden übrig. Wir werden sehen, was passiert. Warten wir. Wir brauchen kein weiteres kompensierendes Geschäft zu verwenden. Unser Geschäft schließt mit großem Gewinn ab. Ich hoffe, Sie haben dieses Video genossen. Wenn Ihnen mein Diskurs gefällt, vergessen Sie nicht, dass ich täglich auf meinem Telegram-Kanal Trading Sessions veranstalte, an denen Sie teilnehmen können. Der Link ist in dem angeheftesten Kommentar. Viel Glück, bis bald.